Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind Anna und Thierry. Und wir zeigen euch heute den zweiten und letzten Teil unserer Albanien-Reise. Da waren wir im September 2023 2,5 Wochen im Urlaub. Ja, wir sind jetzt in Ibalje, das liegt nördlich von Fischer-Eres. Wir haben den Andreas kennengelernt, der war mit dem Motorrad aus Berlin unterwegs. Eine African Twin. Exakt, merken. Und die nächste Etappe, wir haben da die Einheimischen gefragt, um die 2 Stunden haben wir da gebraucht oder würde man brauchen bis nach Vierze. Warum? Weil wir wollten unbedingt diese Koman-Fähre wollten wir erreichen, weil man hatte uns gesagt, dass das eigentlich eine sehr, sehr schöne, interessante Erfahrung ist und die Landschaft auch unheimlich schön ist und deswegen war das unser Ziel. Ich weiß gar nicht mehr, um wie viel Uhr das war. 1:30 sollte die Fähre gehen und das wollten wir dann noch schaffen. Ja, und was daraus wird oder wurde, werden wir gleich sehen. Viel Spaß dabei! Erst ein ganz gemütliches und reichhaltiges Frühstück mit Andreas und dann geht's los. Ups, Gegenverkehr, kurz warten, kann rechts fahren und dann mal wieder freie Fahrt. Ja, diese Strecke habe ich mittels Gaia GPS zusammengestellt aus einer Vielzahl von verschiedenen kleineren Wegen, wo ich nicht wusste, ob das klappt oder nicht. Am Anfang ganz einfach zu fahren, aber dann ging es leider nicht lange gut, denn kurz darauf wurde die Strecke schwieriger und Andreas lag schon zum ersten Mal auf die Nase. Ja, die Wahl der Strecke scheint die richtige gewesen zu sein. Wie man sieht, alles easy, sieht deutlich besser aus als vorher. Und um uns herum sind sogar jetzt Häuser, mitten in der Wildnis. Erstaunlich. Ja, ist klar, von Andreas jetzt keine Spur mehr. Der hat richtig Hackengas gegeben und hat uns jetzt gnadenlos abgehängt. Ja, die arme Ziege, die hing da an einem Strick, an einem Zaun befestigt und war voll in Panik, weil wir ankamen und da hatte ich richtig Angst, dass sie uns da vors Auto läuft. An dieser Stelle war es so steil, dass Thierry überhaupt nichts gesehen hat, wo er hinfährt. Auch eine aufregende Erfahrung. Die Strecke wird immer schwieriger, sieht man auf der GoPro wieder nicht, aber ich verrate euch, wurde immer schwieriger. Und ja, dann kommen wir um die nächste Kurve und wer liegt da? Ja, der gute Andreas hat die Kurve wohl nicht ganz bekommen und wir haben ihn wieder eingesammelt, wie so viele weitere Male auch. Ja, uns ist dann die Zeit ein wenig davon gelaufen, weil wir wollten ja eigentlich in 2 Stunden zu der Fähre, die im Übrigen nur einmal am Tag fährt.
Oh, und du meinst, die Brücke hält uns? Hm. Soll ich besser vorlaufen? Soll ich daneben fahren? Besser, ne? Ja, würde ich auch sagen. Mach nur langsam hier runter. Ja, und hier Andreas einmal auf seinem Motorrad. Yeah! Inzwischen hatten wir dann schon das ganze Gepäck vom Andreas bei uns ins Auto geladen. Das war nicht so einfach, weil wir ja wirklich auch sehr voll waren. Und wir hatten dann die Hunde, haben wir dann vorne bei mir in den Fußraum getan und haben dann die Hundebox voll gemacht und hinten noch alles bei uns oben drauf gestapelt, weil es ja viel einfacher ohne Gepäck auf dem Motorrad zu fahren ist. Und wir hatten dann gehofft, dass er dann etwas schneller vorwärts kommt. Weiß ich, wozu die ganzen Griffe am Heilung sind. Hör dich an die Kamera. Die Landschaft ist wunderschön und ja, die Strecke ist inzwischen auch wieder ein bisschen besser geworden, sodass wir Hoffnung schöpfen, dass wir es doch noch vielleicht irgendwie rechtzeitig bis zur Fähre schaffen. Ja, mir macht Spaß. Oh nein. Die wievielte? Vierte? Ja. Scheiße. Am besten bleiben wir hier unten stehen, ne? Hier, oder? Hier. Bleib hier im Schatten stehen. Im Schatten. Hier nochmal ein paar Impressionen seiner gesammelten Stürze und Wiederauferstehungen. Ja, beide Motorradfahrer, denen wir auf die Beine geholfen haben, von African Twins. Ihr erinnert euch, Jürgen aus dem ersten Teil auf der Tetroute und jetzt Andreas. Und es waren doch noch einige andere Motorradmarken unterwegs. Da frage ich mich doch, ist das Zufall? Schreibt uns mal in die Kommentare. Andreas war wirklich überglücklich, als er endlich wieder Asphalt erreicht hat. Wir haben für die Strecke, die ja eigentlich 2 Stunden dauern sollte, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 4 Stunden gebraucht oder so. Klar, es hat halt immer ein bisschen gedauert, bis der Andreas wieder auf den Beinen war. Und ja, gegen Ende hat man auch gemerkt, dass er auch nicht mehr so ganz fit war. Ist auch sehr anstrengend, wenn man ständig hinfällt. Und die Fähre haben wir dann wirklich just in time geschafft. Wir kamen an und die haben uns noch eingeladen und schon ging's los. Sag mal was dazu. Also, wir haben auf die Sekunde genau geschafft, die Fähre von Vierze nach Kummern zu erreichen. Das war eine absolute Punktlandung. Also eigentlich haben wir schon gar nicht mehr damit gerechnet. Wir haben sehr viel Zeit verloren auf dieser Fahrt. Wir haben unserem Freund Andreas 4 oder 5 Mal wieder auf die Beine geholfen. Die Fahrt hat natürlich extrem lange gedauert. Das war alles nicht geplant, aber wir helfen uns gegenseitig und letztendlich hat es geklappt. Wir sind jetzt also auf der Fähre Richtung Kummern, auf dem gleichnamigen Kummern-Stausee. Das soll, glaube ich, 2 bis 2,5 Stunden dauern. Wir genießen die Fahrt einfach. Bis später.
Während die einen noch fachsimpeln, ist unser Kapitän ganz leichtfüßig unterwegs. Ach, jetzt fahren wir durch diesen Tunnel, ne, was die anderen erzählt hatten, wo die Ampel kaputt war. Mhm. Was war kaputt? Die Ampel war kaputt, hatten die anderen erzählt. Ja, stimmt. Das sind die letzten werden die ersten sein. Darf man hier jetzt fahren oder nicht? Da steht einer. Gut gemacht. Der Park hier. Das ist schon spektakulär. Also da kommst du nicht vorbei. Das meint nur mit, die Ampel ist kaputt, ne? Drück uns die Daumen, dass wir bis ans Ende des Tunnels schaffen. Apropos Daumen, vergesst nicht, uns auch einen Daumen nach oben zu geben. Nach dem Tunnel fahren wir an dem Koman-Stausee vorbei und der ist riesig. Wir haben uns das später auf der Karte angeschaut und der ist noch viel größer, als man das denkt. So, jetzt sind wir auf dem Weg zu unserem Lieblingscampingplatz, zu diesem Lake Skodra Resort. Da waren wir schon ein paar Mal. Diejenigen, die die Thailand sich angeschaut haben, werden sich vielleicht daran erinnern. Ja, der Plan ist, uns da noch ein paar Tage aufzuhalten, denn wir wollen uns ein bisschen erholen zwischendurch. Jetzt fahren wir durch Skodra, da ist richtig was los. Aber auch mal viel Armut, wie man hier sieht. An der Straßenseite gibt es auch die ersten Slums. Ja, Nordalbanien ist ja, wie wir gehört haben, eine der ärmsten Regionen von Albanien. Wir haben uns das gerade gemütlich gemacht auf dem Campingplatz und dann haben wir die Wettervorhersage gehört. Es war ein Sturmtief mit Orkanböen angekündigt. Und da haben wir dann überlegt, dass wir uns ein bisschen zwischen die Bäume verstecken, weil mit einem Dachzelt bei Orkanböen ist vielleicht nicht ganz so eine gute Idee. Wir wären gerne in ein Bungalow auf dem Campingplatz gegangen, aber auch wie in vielen Hotels in Albanien sind da leider Hunde verboten. Daher hatten wir da keine andere Wahl. Es wurde dunkler und dunkler und irgendwann nachts ging es aber richtig los. Sturmböen, Orkanböen, Regen. Das wurde langsam uns zu gefährlich und wir haben alles abgebaut und wir mussten den Rest der Nacht im Auto verbringen. Da der Wetterbericht auch weiterhin schlechtes Wetter verheißen hat, haben wir beschlossen, die Heimreise anzutreten und am Morgen noch ein gemütliches Frühstück zu uns genommen und dann ging's los. Alles hat ein Ende, auch unser Urlaub jetzt. Daher sagen wir Tschüss Albanien, bis zum nächsten Mal. Und jetzt sind wir auch schon in Montenegro, wo wir diese traumhafte Straße entlang fahren, Richtung Mostar. Das soll das nächste Ziel sein. Und eine Stunde Aufenthalt an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina. Wir sind jetzt unterwegs von Mostar Richtung Dubrovnik und kurz hinter der Grenze werden wir dann die Nacht auf einem Rastplatz verbringen. Nochmal schnell schauen, ob alles in Ordnung ist, bevor es ganz dunkel ist.
Auf dem Weg Richtung Sadar haben wir dann auf dem Bergkamm eine sehr beeindruckende Wolkenwand gesehen. Ich glaube, ich habe so etwas in meinem Leben noch gar nicht gesehen, weil das wirklich über viele Kilometer sich hinzog. Und als wir dann auf dem Weg nach oben ins Gebirge waren, da war vielleicht ein Sturm. Da hat es dann auch den Hilux, der mit 3,5 Tonnen beladen war, mal eben einen Meter auf die Seite geschüttelt. In Villach haben wir uns dann in einem Hotel nochmal 2 Tage von der doch recht flotten und anstrengenden Fahrt erholt. Dann über Salzburg, am Chiemsee vorbei, Richtung München und anschließend Richtung Norden bis Nordrhein-Westfalen, bis Wermelskirchen. Inzwischen sind ein paar Wochen vergangen und wir wollen ein kleines Fazit ziehen. Ja, was mich betrifft, muss ich sagen, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ja, also was mich betrifft, muss ich sagen, dass ich da sehr viel Erfahrung gesammelt haben mit dem Fahrzeug insgesamt, was das Fahren angeht im Offroad. Das war für uns ganz neu. Es hat eigentlich sehr gut geklappt, besser als eigentlich ich gedacht hätte. Ich denke auch, dass unser Offroad-Training hat uns sehr viel gebracht. Also Ja. Nicht nur dem Fahrer, würde ich sagen, sondern auch der Beifahrerin, weil wenn man mal, also ich weiß gar nicht, wie heißt das, Kippwinkel oder wie das heißt, wenn man da mal drin saß beim Training, dann ist man ganz locker, wenn man das bisschen da unterwegs die Schräglage hat, da lächelt man dann wirklich nur drüber. Ja, auch was das Setup des Fahrzeugs angeht. Wir wollten das prüfen, inwiefern wir was vergessen haben oder was zu viel drin hatten. Im Grunde genommen muss ich sagen, Zu viel? ja, zu viel Ich glaube, wir hatten sollte man ziemlich nicht zu viel viel dabei. erzählen. Wir waren zu schwer. Aber sonst hat es an nicht gefehlt. Wir waren eigentlich gut ausgestattet. Ja, hat alles funktioniert. Also das Dachzelt hat funktioniert, das war auch dicht und es lässt sich wirklich sehr leicht auf und runter fahren. Ja, auch ansonsten hatten wir alles, was wir brauchten. Gas, Wasser, Strom, alles war vorhanden. Ja, Da gibt es nichts zu mäkeln. Was das Land angeht, ja, das ist ein bisschen zwiespältig. Das ist eine Mischung aus wunderschön und leider, wie man es gesehen hat, mit sehr viel Müll übersät, was sehr schade ist in diese traumhafte Landschaft. selbst auf dem privaten Grundstück, wo wir waren, ganz zu Anfang, selbst da lag der Müll und das wundert mich eigentlich, wie man sein eigenes Grundstück so vermüllen kann, aber es sind halt unterschiedliche Mentalitäten. Ne? Ja, wo ich sehr überrascht war, ist auch im Norden, wo wir uns hauptsächlich aufgehalten haben, ist, dass die Landschaft sehr, sehr alpin war. Man hatte von den albanischen Alpen gehört, ich habe gedacht, ja, übertreiben sie wohl ein bisschen, aber das war wirklich so, also wie in den Alpen. Ja, war wirklich ein gutes Erlebnis. Ja. Und ich fand auch, Thierry hatte die Strecken sehr gut gewählt. Also, dass es zu Anfang war es ganz einfach und es hat sich dann immer weiter gesteigert. Bis zur letzten Strecke mit dem Andreas, das war dann wirklich auch unsere allerschwierigste Strecke. Und das war sehr gut, weil wenn wir diese Strecke zu Anfang gehabt hätten, also ich glaube, ich hätte darauf bestanden, dass wir umkehren. Und so war es aber super. Ja. Hat alles geklappt, war super. Ja, wir freuen uns schon auf die nächste. Ja, und ich denke, wir konnten auch ganz viel lernen, auch für uns selber, wo unsere Grenzen so sind und ja, dass man einfach da die Erfahrungen mitnimmt und beim nächsten Mal dann einfach ein bisschen anpasst. Ja, um so immer, sage ich mal, immer besser für sich zu werden und immer mehr zu wissen, auch was man selber will und was man selber braucht. Ne? Ja, danke, dass ihr mitgefahren seid. Das nächste Mal werden wir wieder ein Filmchen machen. Ja, das nächste Mal nehmen wir euch wieder mit, aber ich denke mal, bis zur nächsten Fahrt werden wir auch noch ein paar andere Filme machen. Wir gehen ja jetzt auf die Rhein-Waal Ja. und danach auf die Abenteuer Allrad und dazwischen haben wir auch noch mal ein kleines Offroad-Training und ich denke auch, das wird uns viel bringen und da werden wir euch nach Möglichkeit auch wieder mitnehmen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss!